Einer der häufigsten Fehler beim Leiterplattendesign sind Unterbrechungen in der Massefläche unter signalführenden Leitungen. Obwohl das harmlos klingt, verwandeln solche Unterbrechungen Leiterbahnen schnell in unerwünschte Antennen. Das führt nicht nur zu ungewollter Hochfrequenzabstrahlung, sondern macht die Schaltung auch anfälliger für externe Störungen. Um diesen Effekt praktisch zu zeigen, wurde eine einfache Testplatine entworfen. Darauf befinden sich zwei identische Leiterbahnen mit je einem UFL-kompatiblen UMRF-Stecker sowie zwei parallele 100 Ohm SMD-Widerstände als 50 Ohm Abschlussterminierung. Unter einer der Leiterbahnen wurde absichtlich eine großflächige Unterbrechung der Massefläche eingebaut. Da PCBWay den lilafarbenen Lötstopplack aktuell ohne Aufpreis anbietet, wurde diese Option natürlich genutzt und das Ergebnis lässt sich sehen. Die Bestückung ist sehr einfach. Die zwei UMRF-Stecker und die 4 SMD-Widerstände lassen sich problemlos von Hand auflöten. Für den Versuchsaufbau kommen zwei kurze UMRF zu SMA-Koaxialkabel zum Einsatz. Als Signalquelle dient ein Tecbox TBCG4 CAM-Generator. Sein breitbandiges Ausgangssignal wird über einen resistiven Leistungsteiler gleichmäßig auf beide Leiterbahnen verteilt. Für die Messung wird zunächst die Tecbox H10-Nahfeldsonde eingesetzt, die magnetische Felder erfasst und direkt mit dem Eingang des Rigol RSA 5065N Spektrumanalyators verbunden ist. Beim abwechselnden Sondieren der Leiterbahn zeigt sich deutlich ein höherer Pegel an der Leiterbahn über der Masseunterbrechung. Der Pegelunterschied an der markierten Position beträgt etwa 4 Dezibel. Um sicherzugehen, dass der Unterschied nicht an Bauteilettoleranzen oder anderen Effekten liegt, wird die Massefläche für eine zweite Messung repariert. Dazu wird ein kleines Stück Kupferklebeband über die Unterbrechung geklebt. Die erneute Messung zeigt nun nahezu gleiche Pegel. Ein klarer Beweis dafür, dass die Unterbrechung der Massefläche die Ursache für die erhöhte Abstrahlung ist. Doch das ist nicht alles. Die unterbrochene Massefläche verschlechtert auch das Übersprechen, also die gegenseitige Beeinflussung paralleler Leiterbahnen, auch Crosstalk genannt. Um das zu demonstrieren, wird der Versuchsaufbau so angepasst, dass mit der Netzwerkanalysatorfunktion des RSA 5065N eine S21-Messung zwischen den Leiterbahnen möglich ist. S21, der sogenannte Vorwärtstransmissionsfaktor, zeigt, wie viel Signalleistung vom Eingang zum Ausgang eines Netzwerks übertragen wird. Die untere Leiterbahn wird mit Port 1 des RSA 5065N verbunden, die obere über einen 20 dB Vorverstärker mit Port 2. Der Verstärker ist nötig, da die Kopplung zwischen den Leiterbahnen sehr gering ist. Zuerst wird mit dem Kupferklebeband über der Masseunterbrechung eine S21-Messung durchgeführt und als Referenz normalisiert. Die Anzeige bezieht sich also relativ auf diese Messwerte. Danach wird das Kupferband entfernt, um die Abweichung sichtbar zu machen. Die Kopplung steigt nach Entfernen des Kupferklebebands um über 10 Dezibel. Um auszuschließen, dass Bewegungen der Platine oder Änderungen im Messaufbau das Ergebnis beeinflussen, wird eine Gegenprobe gemacht. Das Kupferklebeband wird wieder an seinen ursprünglichen Platz geklebt und die Messung wiederholt. Und siehe da, das ursprüngliche Messergebnis stellt sich wieder ein. Es liegt also eindeutig an der Massefläche. What the... Um die Ursache genauer zu analysieren, wurde in CST Studio eine Leiterbahn auf einer unterbrochenen Massefläche modelliert und die daraus resultierenden Felder simuliert. Der beobachtete Effekt lässt sich durch das Verhalten des Rückstrompfads erklären. Bei Wechselströmen verläuft der Rückstrom bevorzugt entlang des Weges geringster Impedanz und dieser liegt bei hohen Frequenzen unmittelbar unter der signalführenden Leiterbahn. Eine Unterbrechung der Massefläche zwingt den Rückstrom auf weiter entfernte Pfade auszuweichen. Dadurch vergrößert sich die Schleifenfläche zwischen Hin- und Rückleiter, was die elektromagnetische Abstrahlung deutlich erhöht. Mit etwas Pech fällt die Signalfrequenz auch noch genau auf die Resonanzfrequenz der Lücke. In diesem Fall wird nahezu die gesamte Energie des Signals abgestrahlt, anstatt weitergeleitet zu werden. Beim simulierten Aufbau tritt dieser Effekt jedoch erst bei einer Frequenz von 8,857 GHz auf und ist damit für den Messaufbau nicht weiter relevant. Der Vollständigkeit halber soll er dennoch nicht unerwähnt bleiben.
Dieser Effekt ist reziprok. Das heißt, die Leiterbahn mit der fehlerhaften Massefläche strahlt nicht nur stärker, sie ist auch empfänglicher für externe Störfelder. Dadurch können sich Störsignale leichter einkoppeln und Probleme in der Schaltung verursachen. Auch das lässt sich einfach zeigen. Der Kammgenerator wird über ein 4 dB Dämpfungsglied mit der Nahfeldsonde verbunden, die so als Signalquelle für ein breitbandiges Störfeld dient. Die untere Leiterbahn wird mit dem Eingang des Spektrumanalysators verbunden. Die gemessenen Pegel mit und ohne durchgehende Massefläche werden verglichen. Dabei zeigt sich deutlich, dass Kammspitzen mit unterbrochener Massefläche auch aus größerer Entfernung im Spektrum sichtbar sind. Bei gleicher Distanz sind die gemessenen Pegel mit unterbrochener Massefläche deutlich höher. Diese Versuche machen eines klar: Unterbrechungen in der Massefläche führen zu stärkerer Hochfrequenzabstrahlung, erhöhter Störanfälligkeit und verschlechtern das Übersprechen. Sie verdeutlichen, wie wichtig eine durchgehende Massefläche unter signalführenden Leitungen für eine störungsarme Leiterplattenentwicklung ist.